Junge, was ist hier los? Ich sag es dir. Ja, ich habe den Stream leider nicht schneller online bekommen. Aber ich wollte jetzt auch nicht mehr warten. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Mit dem Drehen hat er mich jetzt aber echt überrascht. Ja, es ist gerade hier Halligalli. Es ist gerade Halligalli. Ich habe übrigens ein Mikro für dich irgendwo in der Oh, Tasche. das ist ja nett. Ja. War noch nicht an, ne? Ich glaube, es war noch nicht an. Nee. Okay, Bild und Ton sind da, das ist ja schon mal etwas. So, wer liegt denn hier? Die Nordrhein-Westfalen. War dann nass. Schön, mit Dusche, super. Oh. Das kam unvermittelt. Was für eine Show. Ja, ich sagte doch, Hamburger Hafengeburtstag, Hafenballett, das Schlepperballett, das ist ja Kindergarten dagegen. Das ist wirklich Kindergarten. Ja, wir sind jetzt hier am Passagierkai in Warnemünde und ich wollte ja eigentlich den Stream starten zu der Marineübung, aber das ist gerade so geil, das sind so schöne Bilder hier. Das ist sehr geil, ja. Und deshalb dachte ich mir ganz spontan, komm, du musst das Ding einfach anschmeißen, alles andere wäre strafbar. Ja, ich habe auch gerade schon einige Segler erwischt draußen, schön mit Tele. Also für die Community, wir haben schöne Behind the Scenes. Super, sehr gut. Ich glaube, der legt noch mal richtig los jetzt. Ja. Ronny, ich danke dir für 7 Monate auf der Speicherstadt. Viel Spaß in Hamburg. Hier ist ja richtig was los. Wieder Schlepperkarussell. Aber ich finde das ja so geil, ne? Ja, es ist auch geil. Es macht richtig Spaß. Ja. Musst du immer was zum Festhalten haben, ansonsten hast du verloren. Aber es waren so schöne Bilder. Guck mal, AIDA ist da, ein MSC ist da, die ganzen Segler, teilweise jetzt sogar mit Segel. Ja, das kann man sich ja nicht entgehen lassen, ne? Aber hast du das auch, so einen leicht salzigen Geschmack auf der Zunge? Ja, aber der ist doch super, oder? Geil. Also, ein Traum. Ich würde ja auch gerne mit Salzwasser duschen. Hätte was, oder? Ja. Ich glaube, ich muss ab und zu mal in die Sohle. Guck mal, da vorne die ganzen Segler. Das sind auch schöne Bilder. Und genau dafür sind wir da. Ui, geht schon wieder los. Selbst die Fahrgastschiffe machen hier mit Karussell. Hier ist gerade die Drehcompetition. Wer dreht schneller, höher, weiter? Ja. Ja, ich hoffe, das ist okay für euch, dass wir jetzt etwas eher gestartet sind. Ich glaube, das tut keinem weh. Es sei denn, wir haben jetzt gerade eure Mittagspause irgendwie torpediert. Das ist natürlich schlecht. Ja, Ne? apropos Mittagspause, es riecht hier gerade nach Gulasch. Oh, Ah, Hilfe! Oh, Digga! ja, das ist geil.
ja gar nicht, ob ich das erzählen darf. Ne? Aber ich bin ja mal privat mitgefahren und dann hat er auch den Hebel auf die Seite gelegt. Ich dachte, ich bin ein Breakdancer oder Das ist irgendwie cool, sowas. ne? Ne? Also, ja, hier der Kollege 56 macht aber auch gut mit. Oh ja. Ja, hat Spaß. Und schunkeln. Und das Deck ist auch gleich sauber. Na, Conny, eine Runde schunkeln. Und schunkeln, oder? Ja, klar. Schunkeln, wie sich das gehört. Geil. Das ist richtig geil. Nur wenn du gerade nicht mit rechnest und nicht Ja, wir festhältst, können das dann- nicht ganz so doll machen wegen wenigen Gästen, das ist klar. Ne? Also Hamburger Hafengeburtstag können wir jetzt hier nicht nachstellen. aber es macht schon Spaß. Natürlich. Aber es macht immer Spaß. Das ist Hafenrundfahrt mit extra. Ja, genau. Also sowas, so kann ich mir fertig haben. Ja. Bitte? Dafür ist die Voigtschneider Antriebsanlage prädestiniert. Ne? Ja, die haben voll Schneider, ja. Ja, ja. Und dennoch die nötigen PS dazu. Aber es gibt noch einen größeren, sagt mir Konstantin. Wir haben einen mit 23.000 PS. Ja, das muss ja mal eine geile Fahrt sein da. Ne? Ja. Muss das ja auch sein. Ja, vielleicht nicht ganz so doll wie in Hamburg, aber dafür häufiger. Ja, dafür kann man mitfahren. Wobei beim Schlepperballett nehmen sie auch immer ein paar Gäste mit. So, halt dich gut fest, geht los. Meinst du, geht wieder los? Soll noch mal eintauchen. Also eintauchen wäre geil. Kann man das bestellen? Conny, können wir eintauchen bestellen? So auf der Seite. Wer weiß, Herrlich. Ja, für alle, die jetzt hier reingekommen sind und die Überschrift gelesen haben, von wegen Helikoptern, das soll um 13:30 Uhr starten. Nur weil das hier gerade so einen Spaß macht. Wow! Ich weiß gar nicht, wo ich hinfilmen soll. Aber der Junge kann fahren, ne? Nee, Drehschwindel kriegen wir nicht rein, weil es geht mal rechts rum, mal links rum. Ach, guck mal, hier ist unser Cup-Gewinner, die Twister. Siehst du? Aber wie komme ich denn immer auf Golden Löw? Ich weiß auch nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Eine super Show. Und hinten ist Heck an Heck. Also hier passiert auf allen Ecken 5 Kanten irgendwas. Schlepperknutsch. Passt das? Ging das?
Zeit. Irre, oder? Aber da sind ja auch nur so 3 Meter zwischen. Ne? Das, ja, Wahnsinn. Die Jungs können fahren. Die Das können ist- einfach fahren. das ist wirklich Präzision mit Ja, Spaß. also richtig geil. Ja, Game Planet, also das ist hier, würde ich mal sagen, Wildwasser und Achterbahn in einem. Also ganz ehrlich, Leute, das ist so geil. Das macht so einen Spaß. Jetzt drehen sie Kreise um sich selber. Das ist wirklich klasse. Echt, also Das ist echt klasse. Sebastian, da hinten liegt eine AIDA und eine MSC. Welche ganz genau kann ich dir jetzt gerade nicht sagen. Ich glaube, Diva fährt hier öfter ab. Und noch eine Runde. Wer will noch weiter, mal? weiter, weiter. Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Bitte zugestiegen hier. Fairplay 55 und 56. Heute auf der Hansesail in Rostock. Kapelle! Oh. AIDA mal, ist es okay. Ja, große Jungs, großer Spaß. Ne? Absolut. Aber da kommt auch ein Moment zusammen. Ne? Also Wahnsinn. Also diese Kräfte, die sind Ja. einfach so überwältigend. Torben Meul. Aber auch irre, wie schnell der wieder steht. Ne? Das ist unglaublich. Also, Das ist unfassbar. ja, ich hoffe, das kommt so ein bisschen rüber, aber wir sind hier echt gerade ein bisschen sehr Wir geflasht. sind im 7. Himmel, im 7. Aber absolut. Seefahrerhimmel. Was für eine Show. Manchmal ist der Gimbal zickig.
Ja, der hatte jetzt zu tun, ne? Oder? Ja, manchmal bleibt er auch auf einer Stelle stehen und zieht dann auf einmal nach, aber okay. Rechts wird geschunkelt. Ja, halt die Wurst fest, ne? Schummeln wir mit? Wir schummeln mit. Ja, schön ist natürlich, dass wir nicht nur auf dem Einschlepper, also den Einschlepper haben, wo wir drauf sind, sondern um uns herum auch noch Schlepper. Also, Da kann man das natürlich noch mal schöner zeigen. ja, bei uns kippt das Bild ja immer nur von links nach rechts, ne? Ich glaube, ohne Gimbal hätte das auch was. Ja. Dann würde dem einen oder anderen Achterbahn live. Zuschauer auch vielleicht schlecht werden. Aber Leute, das macht einen riesen Spaß. Also, Ich kann mir auch vorstellen, dass das von Land schöner zu gucken ist. ja, bestimmt. Ui. So der, viel, ne? so viel zu den Schuhen. Warte mal, Ja, andere Seite. alles klar. Guck mal, FLB 40.3 ist auch wieder da. Das ist doch das Boot mit den Augen. Stimmt. Da, wo die Lasershow drauf war. Genau. Das schöne Maschinengeräusch. Ja, das gibt's gratis dazu. Und die nassen Füße. Da haben wir FLB 40.3. Adi, Oh, okay. Jetzt habe ich aber. Oh! Scheiße, ich habe klitschnasse Füße. ja, Du auch? ja. Leute, ich gucke gleich ein bisschen Also in das den Chat. ist ja ist wie ein Kneippbad, ne? Nur in der Schuhe. Ja, also wenn wir Oh. gleich zum Marinestützpunkt fahren, dann gucken wir ein bisschen Chat. Jetzt gerade bin ich etwas out of order.
drin ist, weil ich konnte jetzt gar nicht Chat gucken. Ich Gerne. weiß jetzt nicht, ob da irgendwas drin ist. Aber ich weiß jetzt schon, was Kirsten sagt, wenn ich wieder nach Hause komme. Wenn du das nächste Mal mit Paddy losfährst, dann kriegst du Ersatzschuhe mit. Wie gesagt, von der Drohne bist du geheilt, jetzt willst du einen Schlepper. Wann die Parade angesetzt doch, ist schon ein bisschen was. Für wann die Parade angesetzt ist, das weiß ich gar nicht. Das war doch, also Vorhin Parade schon, ne? in dem Sinne war ja vorhin. Vielleicht sind das noch alte Sachen von Wahrscheinlich, ne? Kreuzfahrtausfahrten um 17 Uhr, weiß ich nicht, ob wir das filmen. Also heute in Hamburg auf jeden Fall definitiv nicht. Bei Michael B. ist die tolle gelbe Hamburg-Hafen-Live-Flagge angekommen. Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Und er winkt am 14.08. damit. Na dann. Ja, sehr cool, danke schön. Mit ein bisschen Glück bist du zu sehen. Achso, guck mal, hier ist nochmal die Nordrhein-Westfalen. So. Jetzt kann ich noch mal gucken hier. Ronny hat noch mal 10 Euro rausgehauen und 5 Euro noch mal hinterher. Ronny, mach bitte noch hier einen Livestream, wie ihr beide Speedboot fahrt. Einstieg hinten am alten Strom. ja, ein anderen Mal. Aber danke, danke. Und Ronny nochmal 5 Euro. Paddy, frag mal Conny, ob er dir eine Fahrstunde gibt. Also in der Tat habe ich das mal überlegt, ob man nicht sowas mal machen kann. Paddy lernt Schlepper fahren. Muss ich mal Conny in einem betrunkenen Moment erwischen. Dass er sich Aber da der mal hat- reinreitet. Aber der ist ja immer im Dienst, der darf ja nie trinken. Das stimmt. Vielleicht kriegst du ihn auch so überredet. Holgi, Dankeschön für 23 Monate. Keine Reaktion auf den Chat, das üben wir noch. Ja, Holgi, Mensch. Wie soll ich das denn machen? Wir waren ja froh, dass wir überhaupt nicht Ja. über Bord gegangen sind. Und Seren ist da mit 5 verschenkten Subs. Vielen, vielen Dank, Seren. Der Zwergquox, 100 Bits. Dankeschön. Und Michaela Awan, wieder sensationell. 2 Euro für den Superstream. Dankeschön. Ja, ein bisschen Fähre, ein bisschen Schlepper und nochmal ein Segelschiff im Bild. Das ist ein schönes Bild, oder? Ja, Du hast bestimmt genug Fotos gemacht, oder? ich habe ein paar Fotos. Okay. Okay, ist auch gelbe 1. Bringe mich einmal kurz dazwischen. Also ich glaube, Hubschrauber- oder Helikoptershow ist für ca. 13:30 Uhr angesetzt. Ich denke mal, dass wir gleich irgendwann Richtung Marinehafen fahren, über Stützpunkt. Also wenn ich das Schiff sehe, denke ich immer, das ist ein fahrender Barcode. Das ist bestimmt ein ganz schnelles Schiff, weil es hat ja Rallye-Streifen. Jetzt lassen wir Ja, erstmal wenn die jetzt der Fähre rote vorbei. Segler noch mit dazu kommt, dann bin ich sehr glücklich. Dann gibt es nochmal ein schönes Bild. Kopenhagen, alle, die das noch nie gesehen haben, hier in Warnemünde, oben dieser Rotor, das ist ein sogenannter Flettner-Rotor, macht sich den Magnus-Effekt zur Hilfe, müsst ihr mal googeln. Ist ein ganz interessantes Prinzip. Du Ben, es gibt übrigens Gulaschsuppe. Ach, ist soweit. Ja, Guckst du. jetzt nochmal schnell bevor der es Marineshow. Marine gibt. Soll ich mal gucken, ob ich was organisiert bekomme für Man hat uns? irgendwie das Gefühl, dass wir immer nur essen im Stream.
Wir stehen sogar genau richtig hier. Ja, aber können wir doch gleich mal machen, oder? Oh, was ist das denn Schönes? Kürbissuppe. Aha. Ja, der war guten Appetit, ne? Da brauchen Sie auch keinen Löffel, da können Sie gleich direkt darauf. Perfekt. Heute haben sie alles gegeben, ne? Heute haben sie richtig gut gegeben. Gestern. Ja, die Stühle sind ein bisschen nass, wir hatten sie gegangen, ne? Ja. Oh, was ist das denn Schönes? Ein Boot für Tanja. Ja. Kathrin schreibt, da ist noch nichts mehr im Topf nach der Nummer. Das kann sein. Habt ihr den Schaufelraddämpfer auch schon gesehen, der hier nach? Wo fährt der hin? Der Schaufelraddämpfer, der fährt doch hin. Wie heißt das noch? Freibier, das ist ein Flettner-Rotor, hatte ich eben erklärt. Google das mal, ein ganz interessantes Prinzip. Manuela, Dankeschön für 2 Euro. Danke, danke. Danke, dass wir das alles miterleben dürfen. Ja, sie sagt, magst du mal den Ben grüßen und ihm erzählen, dass er super duper ist. Menschlich und professionell gesehen. Mach ich, Dankeschön. Passt überhaupt nicht her. Echt? Was hat der hier zu tun? Ich soll dir sagen, dass du das auch ganz okay machst. Ja, das ist nett, Dankeschön. Da bin ich zufrieden. Oha, guck mal, was da hinter uns ist. Guck mal, ein Schiff. Oh, Entschuldigung. Ein Schiff mit Kussmund. Ja, warum winkt hier noch keiner? Also das bin ich aus Hamburg anders gewohnt. Ja, das war eine sehr schöne Einlage. Definitiv. Apropos Einlage, ich gucke mal, ob wir Gulasch bekommen. Ja, hier haben wir die Aida Mar. Hattet ihr ja eben schon rausgefunden. Ja, du musst mal Hamburgisch lernen. Okay ist super duper. Und da haben wir noch die MSC Poesia. Wow, Torben, Dankeschön, 2 Euro. Taglove. Ja, Taglove ist das Hashtag überhaupt. Aber legt er jetzt schunkeltechnisch eine Essenspause ein? Wenn er fies ist, fängt er jetzt nochmal an zu schunkeln. Jetzt haben alle schön ihre Gulaschsuppe auf der Hose. Geht? Danke. So, möchtest du? Soll ich zuerst essen oder? Ja, mach doch gerne. Dann nehme ich hier die Dann nimm Kamera. du doch mal. Warte mal. Ist bestimmt hot, oder? Ja, deswegen servierte unten drunter, damit ihr nicht die Finger verbrennst. Okay. Ich danke dir. Bitte. Schönes Rostocker Feuerwehrboot,
Nee. Ach, guck mal, die Preziosa, die ist ja sonst auch ganz gerne mal bei uns. Ben, lies nochmal. Bitte? Lies nochmal den Schiffsnamen. Ach, oh, Poesia. Ei. Aber du, Ist doch alles das ich Gleiche. hab das mit Aida Perla und Prima. Ist das nicht ein schönes Bild? Also, ganz ehrlich. Schlepper an Schlepper. Das Ganze im besten Licht. Und kann man essen? Also, sagen wir mal, es schmeckt, aber ich bin zu doof zum Essen. Ich klecker mich schon wieder voll. Gehen Möwen eigentlich auf Gulaschsuppe? Also ich habe davon noch nichts gehört. Ich habe auch noch keine Möwe gesehen. Also keine in unmittelbarer Nähe. Also es scheint so, als ob wir jetzt Richtung Marinestützpunkt fahren. Ja, dann gibt es ja gleich eine Show, ne? Also wird die Fahrt auch deutlich ruhiger, ne? Ja Leute, ich kann den Chat nur leider nicht lesen, meine Augen machen das nicht mit der kleinen Schrift. Dann müsst ihr jetzt einfach mal einen kleinen Moment ohne leben. Paddy ist mich gerade am Kauen. Bin gleich fertig. Eigentlich wollte ich auch jetzt gleich erst den Stream starten. Alles Bonusmaterial, alles Bonus. Hidden Scenes. Ja, aber wenn da so eine coole Aktion ist, dann kannst du ja nicht hinten runterfallen lassen. Nein, das geht nicht. Ich muss gleich mal einen Schluck Wasser trinken. Das organisieren. So, ich nehme dir die Kamera gleich ab. Kannst du auch noch einen Apfel essen. Jo. Okay, okay. Rio, das ist ganz lieb von dir. Seit einer Weile regelmäßiger stiller Zuschauer auf Twitch oder hier. Möchte ich heute einmal Danke sagen für die immer wieder schönen Streams, Bilder und eure Arbeit. Das freut uns wirklich sehr und ich finde, es ist auch eine gute Gelegenheit, mal wieder allen stillen Zuschauern Hallo zu sagen. Es So gibt eine ja Bierkiste ist immer viele praktisch, ne? an den Bildschirmen, die... Ja, komm, was will denn? Was will der Gimmel gerade wieder gezickt. Gibt ja einige, die nicht im Chat schreiben, aber trotzdem freuen wir uns natürlich über jeden, der einfach so dabei ist und einfach Zeit mit uns verbringt.
uns auch so langsam in Richtung Marinestützpunkt. Kannst du mir auch gleich einen Becher einschütten, bitte? Ja. Nimmst du auch Bitter Lemon oder? Ja, ich nehme auch so ein Bitter Lemon. Ich finde, zu einer Gulaschsuppe ist ein Bitter Lemon super. Nein, die Schlepper sind nicht mit in die Show eingebunden, aber wir sind dafür in erster Reihe. Ich dachte, du wirst jetzt gleich aufgewünscht. Das wäre cool, oder? Das wäre geil. Das wäre cool. Jetzt haben wir uns ein bisschen gestärkt. Oh, das passt. Schauen wir mal, ob das pünktlich losgeht. Meinst du, oben stehen wir besser? Oh, lass mal raufgehen. Ich habe hier übrigens noch ein Hobbymodel gefunden. Die Dame hat einen ganz tollen Hinterkopf zu fotografieren. Wir haben vorhin gerade einmal kurz ein kleines Shooting gehabt. Ah, das ist doch cool. Ja, ne? Ja, sehr gut. Guten Appetit, Conny. Danke, danke, danke. Guten. Guten. Ja, Leute, und wenn ihr euch wundert, warum ich gerade sagte, sie hat einen schönen Hinterkopf, ich habe sie natürlich so ein bisschen als Vordergrund genommen. So. Ja, da sind wir. Haben noch ein bisschen Zeit hier am Marinestützpunkt in Rostock-Warnemünde. Und hoffen, dass wir gleich eine coole Show zu sehen bekommen. Letztes Jahr waren es sogar 2 Helikopter. Ich glaube, da hinten auf die Rampe, da fahren die drauf, ne? Zack, und dann ab aufs Schiff. Ist jetzt fast schon weg. Da bei der Bamberg, ne? Ja, genau. Das ist für das, wie nennt man das? Warte mal, das hat doch einen bestimmten Begriff, diese Boote, die man hinten draufhängt. Nicht Beiboot. Tender. Tender. Tenderboot, irgendwie sowas. Tender. Weiß ich nicht. Fischereischutz, die Seeadler. Jana, herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal. Ein neues Fischmarktmitglied. Ganz, ganz lieben Dank. Tochterboot. Ja, Tochterboot und Klingt Mutterschiff. klingt auch sinnvoll. Der Marinestützpunkt hat, glaube ich, auch natürlich offen. Das heißt, viele Zuschauer werden natürlich da hinten an Land stehen. Aber das ist ja hier aus erster Reihe dann. Ja, das ist echt, das ist mega klasse. Also letztes Jahr war das total beeindruckend. Vor allem letztes Jahr wusste ich da wirklich so überhaupt nichts von. Und wurde dann überrascht. Ja, holt euch noch einen Drink, ein Käffchen. So, wir
warten hier ein bisschen. Genau, oder noch eine schöne Landratte oder Sturmdrücker. Stefan Bauer, ganz lieben Dank, 10 Euro. Danke, danke. Tja, und Ostseewasser ist grün, ne? Für alle, die das mal immer wissen wollten. Ich weiß nicht, ob man das jetzt richtig gut sehen kann, aber ein bisschen im Licht kommt es, glaube ich, rüber. Ostsee ist grün. Vielleicht brauchen die mal ein paar Blaualgen. Damit es ein bisschen blauer wird. Ja. Die haben hier im Sommer teilweise richtig große Quallen. Vorne am alten Strom. Also richtig, so richtig tellergroße Apparate sind Hier gibt das. es auch fiese Feuerquallen Ja? in der Ostsee. Oh. Unschön. Ja, Da ist auf jeden Fall schon mal ein Zodiac. das ist das Schlauchboot, ne? Also ich als nicht Eingeweihter. Ja, ganz genau. Ich glaube, die Helikopter kommen auch aus der Richtung. Also warten wir auf das, was Genau. hinter den Bäumen kommt. Könnt ihr mir vorstellen, dass es an Land auch noch eine entsprechende Durchsage oder Ankündigung gibt? Aber das hören wir hier leider nicht. Oh, Andrea hatte in ihrer Kindheit eine Feuerqualle mit 1,42 Meter Durchmesser. Durchmesser. Aber jetzt muss ich mal fragen, Andrea, hast du die nachgemessen? Also wenn du jetzt gesagt hättest, geschätzte 1,50 Meter, aber bei 1,42 Meter heißt das Klingt ja, schon sehr genau. du musst sie entweder rausgefischt haben oder mit der Messlatte Achtung, da möchte jemand. oder mit Ist der schon jemand. Messlatte rein ins Wasser, um die Qualle zu vermessen. Oder gibt es Apps zur Quallenvermessung, dass du nur ein Foto machst und dann... Ja, als sie noch klein war, gab es das bestimmt noch nicht. Unterstelle ich mal so. Jetzt machst du sie automatisch alt. Das war jetzt auch nicht nett, ne? War auch nicht nett. Oh. Ja, das tut mir leid, das war keine Absicht. Aber vielleicht hat die Qualle auch eine Maßangabe auf dem Deckel gehabt oben. Ach, das sind die Zahlen oben drauf. Ja. Ja, natürlich, das macht natürlich Sinn. Absolut. Andrea ist 41, also ein junger Hüpfer. Ja. Dann steckt sie meinen laxen Kommentar auch weg. Oh, da ist auch so ein kleiner. Das ist die Bundeswehrbarkasse.
auch, dass das irgendwie so Ja, vom es Geräusch klingt her? wie ein Helikopter. Setz dich hin. Vielleicht sind die auch schon da und starten da hinter den Bäumen oder so. Das klingt mir doch so, oder? Das klang gerade so, ja. Das kommt aus der Richtung irgendwie. Vielleicht gibt es ja auch wieder ein bisschen Puff und Peng oder so. Vorne ist halt das Tor. Aber wenn die Bundeswehr mit ihrem Schiff hier schon ihre Runden dreht, dann kann es ja so lange nicht mehr dauern. Ich denke auch. Ein Flugzeug war das wohl, was wir gehört haben. Ja, Ein norwegisches. kann sein. Ja, dann warten wir alle zusammen noch so ein bisschen. Aber das ist jetzt auch ganz spannend. Es gibt Aber was für eine Schiffsklasse ist denn das vor uns da? Die grauen. Sind das Fregatten oder was Das ist fragst das? du doch jetzt nicht wirklich mich, oder? Nee, ich frage das eigentlich den Chat. Ich dachte, wenn du da jetzt drauf hältst, dann weiß das bestimmt jemand. Das sind die K130, das sind Korvetten. Korvetten? Aha. Das ist so die kleinere Klasse zur Fregatte. Also die Fregatte ist die große und die, Die große, die wir Korvette. vorne gesehen haben, zwar die Fregatte 125 in Nordrhein-Westfalen, Ja. wo wir die Show vorher gemacht haben, und das sind hier diese kleine. Die große, die läuft 28 Knoten, bisschen schneller, ist auch gefechtsmäßig stärker, und das sind so die kleineren. Früher hatten wir Schnellboote, die deutsche Bundesmarine, die wurden dann außer Dienst gestellt, und das ist der Ersatz für die Schnellboote. Ah, okay. Selber gedient und weiß Bescheid, oder? Nee, ich bin Schiffbauingenieur. Ach so. Ich habe den Propeller gemacht, der hier drin ist. Den Voigt Schneider? Ja. Ja, Echt? jetzt kriegst du ein Mikrofon. Das ist ja mal Herr Voigt Schneider. Hast du Bock auf ein bisschen Unterhaltung? Ja. Ja, hier. Ja, ich bin der Forschungsentwicklungschef. Achso, warte. Du kannst das dazu. Ich achte ein bisschen darauf, weil Ja. in jedem Moment die Ja. Helix kommen. Ich halte dir das mal so hin. Ja, Brauchst du dir keine Gedanken drum machen. genau. Also ich bin der Chef der Forschungsentwicklungsabteilung der Firma Voigt für die Propeller und mache den Job seit 25 Jahren. Ich habe aber auch schon über den Propeller promoviert. Ich habe mein Berufsleben seit 1988 beschäftigt mit dem Propeller. Das ist schon ein paar Tage. Genau. Und der Propeller liegt mir besonders am Herzen hier, weil das ist für uns so ein Kieschiff. Das war früher die Buxier 16 und jetzt eben die Fairplay 55.
Und ja, diese Kapitäne hier sind ganz besonders. Also davor war ein Herr Heunker, jetzt dann Sigi Kempe und jetzt der Thorsten. Die haben das richtige Feeling für Schiff. Und ihr habt ja die Show erlebt, das ist unglaublich. Die können das Schiff handeln, die können den Propeller handeln. Das Konzept hier ist so, die Propeller sind im Bugbereich, im Heckbereich ist eine Finne, das nennt sich Voigtwasser-Trecker. Das Prinzip wurde in Heidenheim, also wir sind eine Firma in Süddeutschland, in der Nähe von Ulm, erfunden, entwickelt von einem Wolfgang Bär im Jahre 1952. Und das ist eben ein Schiffskonzept, das die Schleppschifffahrt revolutioniert und die Sicherheit erhöht hat. Also quasi die ganze Zeit weiterentwickelt und dann hier im Prinzip mehr oder weniger verendet letztendlich. Ja, hier und überall auf der Welt. Also es gibt jetzt 1100 Schleppertypen, also schon viele davon. Und, aber das sind hier, ich komme hier aus der Gegend, ich habe in Rostock studiert und diese Schiffe liegen mir besonders am Herzen, deswegen komme ich auch mal zur Hanseseel. Und, aber dieser Schlepper, ihr habt ja erlebt die Show. Ja, also es ist irre, ne? Also auch wie wendig der ist und wie schnell der auch wieder zum Stehen kommt und die Richtung wechselt. Also irre. Also es waren ja 4 Schlepper, die jetzt getanzt haben, 2 mit Voigt und 2 andere. Und die Voigt-Schlepper waren die Stars, ihr habt es ja erlebt. Und die anderen waren dann im Hintergrund, war auch gut, aber war ein bisschen Statisten. Und das waren hier die prima Ballerinen, ja, das muss man schon so sagen. Die dann Passt man dann die Schwertlänge dem Schiff an oder ist das Standard? Ja, genau. Die Schwertlänge, wir nennen das Flügel, die wird angepasst natürlich dem Tiefgang, der Leistung. Also desto mehr Leistung, desto größer müssen die Flügel sein. Und dieses Schiff, das wird 2x1200, also 1200 Kilowatt haben. Das ist für einen Vollschneider-Propeller. Wir nennen die 26 Dezimeter Durchmesser, also 2,60 Meter Flügelkreis. Ja. Und das ist eine mittlere Größe für uns. Ja, das ist cool und es geht los. Ja, genau. Wir sind in Action. Genau. Aber vielen Dank. Ja, das war sehr gern. super interessant. Ich werde auf dich achten, damit ich dir nicht im Weg stehe. Ne? Schwer mit dem Gimbal. Ja, da geht doch einer ins Wasser, ne, würde ich sagen. Was der Hubschrauber für die Luft ist, der Vollschneider-Propeller fürs Wasser. Ja. Also wir fahren nicht über den Atlantik, können wir auch, aber wir sind so wie der Hubschrauber. Ja. Nicht vom Gedanken. Also eher für Detailarbeit. Genau, wenn es präzise, schnell Sonnig. reagiert.
Ja. Also Mitzieher beim Helikopter habe ich auch noch nicht fotografiert. Das ist das erste Mal. Ist das jetzt ein sogenannter Sea Lynx? Ja, der dreht hier so seine Kreise. Ich glaube, das macht da oben auch Spaß, wenn du da drin Das sitzt. macht bestimmt Spaß, ja. Also was denn? Sea Lynx oder Sea Lion? Der Chat ist sich uneins. Ja. Besser. Dein Enkeltochter ist aber aufmerksam. Ja, weil Aber ist der Lion nicht eventuell ein bisschen größer? Ich weiß es nicht, ich habe einfach mal gefragt. Also das ist ein Lynx. Der Chat ist sich einig. Sehr gut. Der ist sich einig. Oh, ein bisschen Wind, ne? Jo. Ah, gleich müsste er wieder kommen. Da oben ist er. Hoffentlich hat er sich nicht verflogen. Ah, da hinten ist er. Weit weg jetzt. Schon mal gesprochen, wer da sitzt? Hier, der hier sitzt. Ja, haben wir. Ja, spannend. Ja, genau. Haben wir gemacht, ja. Ja, ich habe es mitgekriegt. Ja. Ja, nee, haben wir schon miteinander gesprochen. War spannend. Sehr spannend. Ey, sag mal. Oh. Also heute bin ich mit dem Handy auf Kriegsfuß. Will nicht so richtig, oder? Nee. Das ist doch nicht. aber mein Opa.
gar kein mit dem genau, sauber. Das war doch super. Ja, das war weil wir beide nur eine Achse Richtig Sturm. Aber das war doch eben ein schönes Highlight, oder? Ja, definitiv. Also kleines Interview mit jemandem direkt von Voith. Irre. Richtig Also, gut. Und vor allen Dingen Chef der Entwicklung da, ne? Also, Ja, also total der cool. es gemacht hat. Richtig, richtig gut. Ja, also dicht daran an die Quelle kommst du nicht. Also wir bewegen uns, da können wir mal ein Stück nach hinten, da können wir in die andere Richtung gucken. Vielleicht ist da auch weniger Wind. So, wir schunkeln schon wieder. Ja, es gibt hier wieder eine Balletteinlage. Aber war es das schon mit dem Helikopter? Ich weiß nicht, der hat da vorne welche rausgeschmissen und dann kam er noch nicht wieder. Nein, ich glaube, der kommt noch mal wieder. Ja, da muss er seine Kollegen noch mitnehmen. Die können noch ein Land schwimmen. Ja, wenn die keinen Bock mehr haben, dann haben sie das wahrscheinlich auch gemacht. Oder sammeln wir die jetzt ein? Kleine Dusche. Wir stehen ausnahmsweise mal richtig. Ja, definitiv. Ja, aber du, Seewasser ist gesund. Ja, ist für den Tank gut. Ja. Noch eine Rundfahrt durch den Marinehafen. Vielleicht werden wir doch noch Teil der Show. Ja, also auf jeden Fall die, die hier abgeworfen waren, die sind weg. Jetzt machen wir noch ein bisschen mit. Hatten wir Pressluft dabei? Vielleicht tauchen wir. Ja, ich weiß nicht, ob ich hier tauchen würde, wenn über mir ein Voith Schneider fährt. Da wären wir wieder bei der Flagge. Ja. Taucher im Wasser. Aber ich glaube, wir haben genau den richtigen Schlepper erwischt. Da hinten ist der Heli. Wie soll ich denn den Heli filmen, wenn wir uns drehen? Ach, wer will denn Heli, wenn wir Schlepper haben? Das ist ein Argument. Ach, die machen ja auch nochmal Show. Ja. Mittendrin anstatt nur dabei.
Schlepperführung sind. Das war klar, ne? Ist klar, oder? Ronny, danke für 10 Euro. Vielen, vielen Dank. Ja, Kontakte, das machen wir eh. Das machen wir eh, aber danke für die Erinnerung. Und Brigitte verschenkt noch eine Mitgliedschaft. Danke, danke. Oh. Ja, ja. Und nochmal das ganze Programm. Hatte der Herr nicht eben gesagt, die anderen beiden Schlepper sind nur Kulisse? Genau. Die mit dem Bolt Schneider drunter, die können ein bisschen mehr. Also von daher, auch da sind wir wieder auf dem richtigen Schlepper gelandet. Aber war ein tolles Gespräch. Also ich finde, das kann man noch mal vielleicht in einer anderen Form fortführen. Ja. Den werden wir uns auf jeden Fall warm halten. Übrigens, Sommer ist da. Wer ist da? Der Sommer. Ja. Einmal kurz. Falls ihn jemand vermisst hat. Darf gerne ein bisschen bleiben. Tanastisch ist halt heute Schlepper-Fan. Ja, wenn du richtig Schlepper-Fan bist, guck mal beim Fairplay-Shop. Die haben echt cooles Merchandising. Oh, jetzt die Frage, wie viel die Rostocker Bratwurst dieses Jahr kostet. Also ich kann euch sagen, die war eine Münder-Bratwurst im April. War eine totale Katastrophe. So Ja. ein Reinfall. Aber das war, glaube ich, nur bei dieser einen Bude da. Ja, ich denke auch. Da neben dem Riesenrad, so ein großer Laden. Also Finger weg. Ja, ich Absolut meine, Finger weg. wer frittiert Bratwurst? Also mal ganz ehrlich. Ja. Alexus Nexus, herzlich willkommen bei unserem Kanal. Danke, danke. Ja, aber auch ordentlich. Ordentlich was los hier. Korbacher, Dankeschön. Der kleine Sensor möchte gerne aus dem Fleckenparadies abgeholt werden. Danke, danke. Und Alexus Nexus, herzlich willkommen an Bord. Auf dem Fischmarkt.
beim Schunkeln, wer zur Crew gehört. Die halten sich nämlich nicht fest. Stimmt. Larissa, Dankeschön. Auch nochmal 3 Euro. Sabumbi, nee, heute keine AIDA. Heute nicht. Hier nach dem Stream müssen wir auch mal wischen. Füße hochnehmen. Oha. Oh, wow. Also wenn jetzt nicht durchgerührt wurde, das Wasser. Also der da hinten auf seinem Jetski, der müsste eigentlich hier die perfekten Bedingungen haben. Diese Marineflugvorführung wurde präsentiert von Fernwelt. Einfach mal die Show übernommen. Mal sowas von. Ja, oh. Der junge Mann, der hat aber gerade eine Welle abgekriegt. Guck mal da. Oh. Bist du ein bisschen nass? Ja, Oha. Ich möchte ja, dass der Chat das gerne sehen möchte, dass hier einmal so eine Riesenwelle übers Deck schwappt. Aber guck dir mal das Küstenschiff da hinten an. Das wackelt auch stimmt. ordentlich. Alle ordentlich hier in Ballung gebracht. Und auch die Idioten da, wir essen gerade. Endlich mal ordentlich Seegang hier. Ich werde den Streamtitel umbenennen in sensationelle Schlepperkarussell und ein Hubschrauberflug vorbei. Ja, genau. Aber guck mal an da hier. Ist das geil. Ja, die Jungs sind wild. Oh, hier die Welle. Also wenn einem jetzt hier nicht wieder alles geboten wird, ne? Du, ich habe schon Dann gesagt, weiß ich auch nicht. ich nenne den Streamtitel um in bestes Schlepperkarussell und ein Hubschrauberflug vorbei. Das ja. passt ungefähr, Ja. oder? Ja. Na klar. Ja, Conny, vielen Dank. Also das war schon wieder Ja, gerne. 1A mit Sternchen. So soll es sein, ne? Den Herrn von Voigt haben wir auch gerade noch kennengelernt. Den lieben Dirk, ja. Schön. Auch ganz toller Typ. Also Ja. ganz spontan hat er mal ein bisschen erzählt. Ja, ist doch schön. Ja. Wäre vielleicht auch mal was in Heidenheim mal zu gucken. Ja, also ich wollte mit ihm gleich nochmal schnacken, wenn wir Würde ich zurückfahren. Würde ich machen. Vielleicht können wir mal so ein bisschen was Technisches machen. Mal so ein bisschen Sehr interessant. Antriebe, Oh ja. so Ja, ein bisschen aus Ingenieurssicht. ja ganz breite Ja. Vorführung. Jo. Und meine Enkel ist gibt es noch ein Abschlussbild hier. Einmal noch Aufstellung. Und gleich noch einmal Wildhupen.
ist es laut. Beate, Dankeschön. 5 Euro für den Ausflug zur Hanse-Sale, einfach super. Und Walter ist da. Walter, mein Lieber, 18 Monate dabei. 10 Euro nochmal per PayPal. Walter, liebe Grüße. Und der Thomas ist bei Fischmarkt eingestiegen. Thomas, willkommen an Bord. Rechts wird geschunkelt. Ich würde sagen, das hat sich gelohnt. Also 100%. Oha. Schöne Seitenlage. Er gibt aber noch mal alles. Ja, ja. Aber jetzt siehst du das von außen mal, weil wir haben ja eben auch ganz gut geschunkelt. Aber wenn du drauf bist, der Gimbal gleicht halt leider so viel aus. Der ist durchgedreht, oder? Ja, also eben beim Heli wollte ich den Gimbal ins Wasser schmeißen. Ja, aber der weiß ja auch nicht, wie ihm geschieht. Links, rechts, oben, unten. Der ist dafür nicht gemacht. Genau, Maria haut auch nochmal ein Lob an alle Kapitäne raus. Super Leistung und natürlich auch an die Crews, die haben ja Handwerk gelernt. Also ich finde auch die Fairplay-Crews, die machen immer so viel Spaß. Und nicht nur Spaß, weil es halt toll ist anzusehen, sondern weil die dabei auch wirklich das Gefühl vermitteln, dass sie es drauf haben, dass sie es wissen und alles mit so einer gewissen Leichtigkeit. Ja. Ne? Also das ist echt richtig, richtig cool. Mirko verschenkt eine Mitgliedschaft. Mirko, Dankeschön. Cristiano und Ralf, 15 Euro. Dankeschön. Auch für den tollen Ausflug zur Hanse-Sale an Adi und Ben. Danke, danke. Rudi, 5,99. Rudi, moin und danke. Und Leon auch nochmal 2 Euro. Superchat für ein sensationell. Boah. Conny, mein Lieber, mehr geht nicht, ne? Ja, ich hatte leider heute nicht ganz so viel Zeit, weil bei so vielen Leuten muss man sich auch mal ein bisschen kümmern, ne? Das gastfreundlich sein, auch um die lieben Schlepperjungs. Aber ich denke, es war trotzdem für die Community auch mal interessant, auch andere Leute kennenzulernen, die Fairplay sehr nah sind, die dem Beruf sehr nah sind, die der Schlepperei sehr verschrieben sind, denke ich, ne? Ja, wir haben tolle Kontakte gemacht. Den Elblotsen haben wir kennengelernt. Ja, den lieben Lars. Ne, den genau. Peter, und dann den, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, von Voigt Schneider. Dirk, ja. Dirk, Jürgens. genau. Also wer weiß, was sich daraus ergibt. Also ich denke für den Kanal, gerade für alle, die jetzt nicht nur schöne Bilder von Schiffen gucken wollen, sondern die vielleicht auch so ein bisschen Background-Wissen haben möchten, Genau. ist natürlich immer toll, wenn man dann so nach und nach die Kontakte ausbaut. Und Darum geht's. also alleine dafür, ich sag mal danke, Dicker. Kein Problem, jederzeit gerne. Wir werden ja noch so einigen Blödsinn zusammen anstellen. Oh ja, oh ja. Haben wir zumindest vor, ne? Ja. Ja, ja. So, aber eigentlich ist das auch Brauchst ein du gar guter nicht so Moment. lange fragen. Ich halte mal das, oder wolltest du Tschüss sagen? Ja, ich dachte, jetzt sind wir so langsam am Ende. Oh. Ja, ich sag dann auch Tschüss. Ich hoffe, der Community hat es natürlich auch wie immer gefallen, dass ein paar Fragen beantwortet werden konnten. Ja, wie gerade schon gesagt, wir haben ja ganz viele Windgeräusche. Diesmal hatte ich leider nicht so viel Zeit, weil ja auch viele Freunde und Kollegen und auch Geschäftskunden hier mit an Bord waren, mit denen man sich natürlich auch gerne mal unterhält, gerade wenn man sie auch lange nicht gesehen hat. Aber das hält uns ja nicht von zukünftigen Sachen ab, die wir sowieso machen. Und wir sind ja immer für eine kleine spontane Schandtat zu haben, ne, Paddy? Absolut. Absolut. Es macht immer richtig Spaß. Also ich habe es gerade schon gesagt, bei Fairplay sieht immer alles so leicht und locker aus und alle haben Spaß daran und dabei dann doch mit der nötigen Kompetenz und das ist einfach So cool. soll das sein. Das ist einfach Genau cool. so soll das sein.
Ja, dann danke an Conny, vielen, vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei wart, dass ihr so viel Zeit mit uns verbracht habt. Natürlich ein dickes Dankeschön an Benjamin. Ja, der. Ich bin nur nebenbei. Ja, aber dabei. spätestens wenn du deine Fotos wieder auspackst, dann, dann ist die Attacke. Ne? Also Ben hat fleißig fotografiert, wird bestimmt ein paar richtig geile Bilder raushauen. Hoffe ich. Ja, und an euch auch ein dickes Dankeschön natürlich für die Unterstützung für den Kanal wieder, also im ersten und jetzt auch im zweiten Stream. Das war wieder sensationell. Dankeschön an unsere Moderatoren, auch ihr habt natürlich wieder uns den Rücken frei gehalten. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Und dann sage ich mal euch allen tschüss, noch einen schönen Sonntag. Over and out. Tschüss. Ciao. Super, sehr schön. Mann, wie viele waren es jetzt?